Hallo Leute, willkommen hier zurück zu Last Set Survival Shooter. Heute mit einem Guide, und zwar ein Ausrüstungsguide. Ich erkläre euch die Ausrüstung komplett von A bis Z und wir gehen auf die Werte drauf ein, was ihr beachten müsst und ganz viele Sachen. Das Video könnte etwas länger dauern. Deswegen hört genau zu, was ich damit meine, und ich würde mal sagen, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Über Feedback, ja, da freue ich mich immer drüber. Und ja, ich würde mal vorschlagen, wir legen mal los mit dem Video. Und ja, ab geht's. Okay, fangen wir mit den 4 Ausrüstungsteilen an. Jeder Held kann 4 normale Ausrüstungsteile tragen. Wir haben die Gun, also die Waffe, dann haben wir den Helmet, also den Helm, wir haben die Heavy Armor, also die Rüstung, und wir haben die Power Boots, die Schuhe. Und jetzt kommt direkt der erste wichtige Punkt. Diese 4 Teile machen nicht dasselbe. Die Gun ist vor allem offensiv ausgerichtet und erhöht den Angriffs- bzw. den verursachten Schaden. Der Helmet, also der Helm, ist etwas ausgeglichener. Hier bekommen wir offensive, aber auch defensive Werte. Die Rüstung konzentriert sich stärker auf Verteidigung und die Lebenspunkte der Truppen. Und die Power Boots, also die Schuhe, geben uns ebenfalls eine Mischung aus verschiedenen offensiven und defensiven Werten. Was meine ich damit? Nur weil 2 Ausrüstungsteile dieselbe Seltenheit und dasselbe Level haben, bedeutet das noch lange nicht, dass sie für euren Helden gleichgewichtig sind. Und genau da machen viele Spieler schon den ersten Fehler. Damage Dealer oder defensiver Held. Ihr müsst euch zuerst anschauen, welche Aufgabe hat mein Held? Also welche Aufgabe hat mein Held im Team? Nehmen wir einen Damage Dealer. Bei einem Damage Dealer möchte ich natürlich vor allem eines: Schaden machen. Und deswegen würde ich bei einem offensiven Held die Gun, also die Pistole oder die Waffe, zuerst priorisieren. Danach kommt der Helm, danach kommen die Schuhe und danach kommt die Rüstung, weil wir bei unserem Damage Dealer zuerst die Werte verstärken wollen, für die wir diesen Helden überhaupt in unserer Formation haben. Wenn ich einen Helden wegen eines Schadens spiele, dann möchte ich diesen Schaden auch entsprechend verstärken. Versteht ihr? Bei einem defensiven Held sieht die Sache dagegen ganz anders aus. Wenn die Aufgabe dieses Helden darin besteht, möglichst lange zu überleben und Schaden abzufangen, dann ist die Rüstung wesentlich interessanter. Hier würde ich eher mit der Rüstung beginnen, dann die Schuhe, dann den Helm und danach die Waffe. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Ihr solltet also nicht bei jedem Held einfach dieselbe Ausrüstung in derselben Reihenfolge hochziehen. Schaut euch die Rolle des Helden an, entscheidet danach, welche Werte für ihn wirklich wichtig sind. Kommen wir mal zu den verschiedenen Ausrüstungsteilen, also blau, lila, orange. Gerade am Anfang werdet ihr natürlich nicht sofort überall orangene Ausrüstung haben. Ihr arbeitet euch nach und nach oben. Blaue und lila Ausrüstung kann euch im frühen Spiel natürlich sehr weiterhelfen. Langfristig ist aber die orangene Ausrüstung das Ziel. Und hier gibt es einen sehr wichtigen Unterschied. Orangene Ausrüstung kann nämlich nicht nur normal verbessert, sondern später zusätzlich promotet werden. Und dafür benötigen wir Power Cores. Deswegen würde ich meine wertvollen Ressourcen langfristig nicht unnötig in Helden und Ausrüstung stecken, die ich sowieso bald wieder austauschen möchte. Ja, oder die ich gar nicht erspiele. Das gilt besonders, wenn ihr Free-to-Play seid. Denn ihr habt nicht unbegrenzt Materialien. Also plant vorher. Was ist meine Hauptformation? Ja, welche Fraktion spiele ich? Welche 5 Helden möchte ich langfristig spielen? Und genau diese Formation bekommt zuerst deine Aufmerksamkeit. Genau, apropos Formation, kommen wir zu eurer Hauptformation. Ihr habt 5 Helden in eurer Hauptformation. Jeder Held hat 4 normale Ausrüstungsteile. Das bedeutet, 5 Helden mal 4 Teile sind 20 Ausrüstungsteile. Und genau auf diese 20 Teile würde ich mich zunächst konzentrieren. Nicht auf 40 oder nicht auf 60. Und schon gar nicht auf jeden Helden, den ihr irgendwo in eurer Sammlung herumliegen habt. Natürlich brauchen wir irgendwann unsere zweite Formation und irgendwann später auch mal die dritte Formation. Aber das ist jetzt erstmal nicht relevant. Aber wenn eure erste Formation noch mit lila Ausrüstung herumläuft und ihr gleichzeitig orangene Ausrüstung auf irgendwelchen Helden verteilt, die kaum kämpfen, dann verteilt ihr eure Ressourcen meiner Meinung nach zu stark an die falschen Helden. Bringt erst einmal eure Hauptformation auf ein vernünftiges Niveau und dann kann man weitergehen. Orangene Ausrüstung auf Level 20. Jetzt wird es interessant. Wenn ihr ein orangenes Ausrüstungsteil habt, könnt ihr dieses ganz normal mit euren Enhanced-Materialien verbessern. Ja? Ab Level 20 wird dann das Promotion-System für die Ausrüstung relevant und dafür benötigen wir Power Cores. Das ist der Punkt, an dem ihr wirklich überlegen solltet, was ihr machen wollt. Denn Power Cores werden später in sehr großen Mengen benötigt. Am Anfang denkst du vielleicht, okay, das sind ja nur 100 Power Cores, ich level mal hier auf, ich level mal da auf. Aber abwarten. Die Kosten steigen mit den weiteren Promotions deutlich an. Und wenn ihr irgendwann mehrere Ausrüstungsteile gleichzeitig hochziehen wollt, merkt ihr das sehr schnell. Power Cores sind verdammt wertvoll. Wenn ihr orangene Ausrüstung promotet, seht ihr diese einzelnen Abschnitte bzw. Hexagone rund um das Ausrüstungsteil. Ein kompletter
Stern besteht aus 6 einzelnen Promotion-Schritten und insgesamt könnt ihr bei einem normalen orangenfarbenen Ausrüstungsteil bis zu 5 Sterne erreichen. Mit jedem abgeschlossenen Stern steigt außerdem das möglich maximale Enhancement-Level des Ausrüstungsteils weiter an. Und genau hier entsteht eine sehr interessante strategische Frage. Soll ich jetzt ein einziges Ausrüstungsteil komplett hochballern oder verteile ich meine Power Cores? Power Cores nicht einfach verballern. Schaut euch die Kosten an. Die ersten Promotion-Schritte sind vergleichsweise günstig. Später werden sie immer teurer. Ein vollständig auf 5 Sterne gebrachtes orangenes Ausrüstungsteil benötigt nach aktuellem Tabellenstand ungefähr 25.400 Power Cores für ein einziges Ausrüstungsteil. Und wir haben in unserer Hauptformation 20 Ausrüstungsteile. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie langfristig dieses System ausgelegt ist. Deshalb würde ich nicht einfach sagen, okay, mein stärkster Held, ich packe da jetzt alles rein, alles in die Waffe, 5 Sterne, dann bin ich natürlich schön fein raus. Na? Das sieht natürlich schön aus. Aber ob das für eure gesamte verfügbaren Power Cores die effizienteste Möglichkeit ist, das sei mal dahingestellt. Ich würde zunächst die günstigen Promotion-Schritte für den wichtigen Ausrüstungsteilen meiner Hauptformation mitnehmen. Das bedeutet, nicht blind ein einziges Teil komplett hochziehen, während der Rest der Hauptformation fast gar keine Promotions hat. Ich würde zunächst versuchen, die effizienten, frühen Verbesserungen auf meine Hauptformation zu verteilen. Und dabei berücksichtige ich trotzdem die Rolle meiner Helden. Mein stärkster Damage-Dealer bekommt bei offensiven Upgrades natürlich Priorität. Wichtig, es gibt verschiedene Strategien. An der Stelle muss ich aber auch mal was Wichtiges sagen. Es gibt in der Last Set Community unterschiedliche Meinungen. Einige Spieler sagen, baut eure stärksten Helden zuerst komplett aus. Andere sagen, verteilt die frühen Promotion-Stufen möglichst gleichmäßig über eure Hauptformation. Ich persönlich würde den Mittelweg spielen. Ich priorisiere meine wichtigsten Helden und die für ihn bestimmte Rolle. Aber ich würde nicht zehntausende Power Cores in ein einziges Teil stecken, während bei den anderen 4 Helden noch sehr günstige Upgrades offen sind. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt 5 orangene Waffen sammeln müsst und eure restliche Ausrüstung komplett ignoriert. Es geht darum, eure Hauptformation Stück für Stück sinnvoll aufzubauen. Und jetzt kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt, der gerne verwechselt wird. Neben diesen 4 normalen Ausrüstungsteilen gibt es auch exklusive Ausrüstung bzw. exklusive Heldenwaffen. Das ist ein eigenes Thema. Wenn ihr zum Beispiel Nyx spielt, kennt ihr ihre exklusive Ausrüstung vielleicht bereits aus meinem letzten Video. Das sollten wir nicht einfach mit Waffe, Helm, Schuhe und Rüstung in einen Topf werfen. Die normale Ausrüstung ist ein System. Die exklusive Ausrüstung eines Helden ist nochmal ein weiterer Bereich der Heldenentwicklung. Wenn euch das interessiert, können wir dazu noch ein separates Video machen und uns anschauen, bei welchen Helden sich die exklusive Ausrüstung besonders lohnt. So, und wie bekommt man diese Power Cores? Power Cores bekommt ihr unter anderem über verschiedene Events und Shops. Beispielsweise spielen Events wie The Tyrant eine Rolle und je nach aktuellem Stand des Spiels gibt es weitere Shops und Eventbelohnungen, über die ihr an Power Cores kommen könnt. Und deswegen noch ein Tipp: Gebt sie nicht sofort aus, nur weil ihr sie habt. Schaut euch eure Events an. Wenn ihr sowieso vorhabt, eure Ausrüstung zu verbessern, kann es sinnvoll sein, diese Upgrades dann zu machen, wenn ihr gleichzeitig Punkte bzw. Belohnungen für das Ausgeben dieser Ressourcen bekommt. Die 5 größten Fehler, okay, fassen wir mal die Fehler zusammen, die einige noch machen. Ihr verbessert wahllos Ausrüstung auf Helden, die gar nicht zu eurer Hauptformation gehören. Konzentriert euch zuerst auf eure 5 wichtigsten Helden. Fehler Nummer 2, ihr behandelt jeden Helden gleich. Ein Damage-Dealer benötigt andere Prioritäten als ein defensiver Held. Fehler Nummer 3 wäre, ihr investiert langfristig zu viele wertvolle Ressourcen in niedrige Ausrüstungsqualitäten, obwohl ihr diese Teile später sowieso ersetzt. Und Fehler Nummer 5 wäre, ihr upgradet einfach dann, wenn die Ressourcen vorhanden sind. Wenn ein passendes Event läuft und ihr für dieselben Upgrades zusätzliche Punkte und Belohnungen bekommen könnt, ist es natürlich deutlich effizienter, eure Upgrades entsprechend zu planen. So, damit sind wir auch schon fast am Ende des Videos. Ihr kennt jetzt die Ausrüstungsteile, wie man sie hochlevelt. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Es gibt noch mehr, was man über die Ausrüstung sagen kann. Und über die Waffe gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Ihr seht im Hintergrund hier das Level-System über die mythischen Attribute. Ja, hier kann man die Basisattribute nochmal erhöhen. Das können wir in einem gesonderten Video mal durchgehen, genau wie die Heldenwaffen. Aber das Video soll erstmal die Grundlagen der Ausrüstung beschreiben. Wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß in Last Set Survival Shooter. Viel Spaß beim Ausrüstungsteile farmen, ja, wie auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es erstmal gut. Bis dann, euer Sultai.